Herzlich willkommen, meine lieben Freunde und Zuschauer, zu unserem heutigen Video. Die Artikel der, die und das in der deutschen Sprache sind scheinbar die schwerste Hürde, die ein Lernender der deutschen Sprache nehmen muss. Für jeden Lernenden muss es sich so anhören, als würden wir Deutschen wahllos irgendwelche Artikel vor die Nomen oder auch Hauptwörter setzen. Dem ist aber gar nicht so. Um einige Artikel vor den Nomen oder Hauptwörtern zu erlernen, gibt es schon ein paar Regeln, die ich euch sehr gerne heute hier präsentieren möchte. Ein Artikel in der deutschen Sprache wird auch Nomenbegleiter genannt. Er steht vor einem Nomen oder einem Substantiv, wie zum Beispiel der Mann, die Frau, das Kind. So kann man hieran schon sehr gut sehen, dass wir Deutschen im Gespräch nicht irgendwelche Artikel vor das Nomen setzen, sondern das Nomen ist dann männlich, wie zum Beispiel der Mann, weiblich, wie die Frau, oder auch Neutrum, wie das Kind. Der, die oder das sind bestimmte Artikel in der deutschen Sprache. Manchmal werdet ihr aber auch unbestimmte Artikel sehen. In unserem Dokument können wir nun sehen, wie die bestimmten und die unbestimmten Artikel lauten. Die ist der bestimmte Artikel. Eine ist der unbestimmte Artikel. Der ist der bestimmte Artikel. Ein ist der unbestimmte Artikel. Das ist der bestimmte Artikel. Ein ist der unbestimmte Artikel. Fahren wir fort zur Erklärung. Liebe Freunde, eine kleine Anmerkung. Wenn ihr nicht wisst, was ein bestimmter oder ein unbestimmter Artikel ist, dann schaut euch bitte auch noch dieses Video an, welches ich euch hier oben verlinken werde. Weiter geht's jetzt hier im Video. Der bestimmte Artikel, der Mann, wird eingesetzt, wenn ihr zum Beispiel diesen Mann kennt oder der Mann sich in eurer unmittelbaren Nähe aufhält. Ein Mann, also der unbestimmte Artikel, wird eingesetzt, wenn ihr den Mann nicht kennt und der Mann sich auch nicht in eurer unmittelbaren Nähe befindet. Hören wir uns nun gemeinsam die Sätze, die ich unterhalb der Linie notiert habe, an. Das ist eine Frau. Erweiternd möchte ich sagen, das ist irgendeine Frau. Diese Frau ist mir unbekannt und sie befindet sich nicht in meiner Nähe. Dieses war eine Erklärung zu einem unbestimmten Artikel. Eine Frau. Nun zu einem bestimmten Artikel. Die Frau ist sehr schön. Ich kenne wahrscheinlich diese Frau und diese Frau befindet sich in meiner unmittelbaren Nähe. Schauen wir auf den nächsten Artikel. Der unbestimmte Artikel lautet hierbei, das ist ein Mann. Ich kenne diesen Mann nicht und er befindet sich auch nicht in unmittelbarer Nähe. Nun kommen wir zu dem bestimmten Artikel der. Der Mann, den ich kenne, der sich in meiner unmittelbaren Nähe befindet, ist sehr stark.
Nun geht es zum letzten Teil, der bestimmten und unbestimmten Artikel. In unserem nächsten Beispiel ist es ein unbestimmter Artikel. Das ist ein Kind, welches ich nicht kenne und sich auch nicht in meiner unmittelbaren Nähe befindet. Nun wisst ihr sicherlich schon, dass es sich im nächsten Satz um einen bestimmten Artikel handelt. Das Kind ist recht klein. Das Kind kenne ich und oder es befindet sich in meiner unmittelbaren Nähe. Nun haben wir gelernt, dass wir mit unseren Nomenbegleitern, also den Artikeln, das grammatikalische Geschlecht bezeichnen können. Ein wahrhaft wertvoller Tipp, den ich euch gerne geben möchte. Lernt jedes Nomen, Substantiv oder Hauptwort mit dem dazugehörigen Artikel von Anfang an. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Mann lernen würde und nicht der Mann, nur Frau lernen würde und nicht die Frau, dann fällt einem das hinterher deutlich schwerer, gerade bei so einer schweren Sprache, den richtigen Artikel dafür jeweils zu finden. Schauen wir uns zusammen einige Anwendungsbeispiele an, in denen der Artikel und das Nomen immer zusammengehören. Als erstes Beispiel wären die Monate für den Artikel der. Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai. Alle 12 Monate eines Jahres haben den Artikel der vorangestellt. Als zweites Beispiel wäre der Wochentag. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch. Jeder Tag der Woche hat vor dem Wochentag den Artikel der zuvorangestellt. Der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und auch der Sonntag. Auch in unserem nächsten Beispiel ist der Artikel der wieder vor dem Nomen zu finden. Der Morgen, der Mittag, der Abend. Aber es heißt die Nacht. Bei der Tageszeit die Nacht wird sehr schnell klar, warum man den Artikel und das Nomen zusammen von Anfang an lernen sollte. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, nun möchte ich euch in eigener Sache noch etwas sagen. Hört in diesem Satz genau zu, wo sich und ob sich in diesem Satz Artikel verstecken oder gar zeigen. Der Algorithmus schlägt das Video deutlich häufiger vor, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, wenn ihr die Artikel aus dem letzten gesagten Satz gefunden habt. Und abonniert bitte meinen Kanal. In unserem nächsten Beispiel geht es um den Artikel die. Der Artikel die steht immer vor dem Nomen, wenn wir über Zahlen reden. Die 1, die 2, die 3, die 4. Und so geht es fortlaufend immer weiter. Die 10, die 20, die 55,
die 100, so immer weiter. Liebe Freunde, in diesem Beispiel sei allerdings dazu gesagt, wir zählen so nicht. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Wir fügen den Artikel nicht beim Zählen zuvor an. Weitere Beispiele, in denen der Artikel die vor das Nomen immer angefügt wird, wären zum Beispiel die Bäume, die Buche, die Eiche, die Tanne oder auch Obstsorten, die Traube, die Apfelsine. Aber hierbei muss man natürlich auch beachten, dass es heißt, der Apfel. Solltet ihr aber einmal in die Verlegenheit geraten, dass ihr gerade nicht wisst, welcher Artikel nun zuvor angefügt wird, dann wählt den Artikel die. Der Artikel die kommt in der deutschen Sprache 46% vor. Wenn ihr aber jedes Hauptwort, also Nomen, gleich von Anfang an mit dem dazugehörigen Artikel lernt, werdet ihr sicher nicht in so eine Verlegenheit geraten. Nun habe ich euch noch ein paar Beispiele mitgebracht, wo der Artikel das vor dem Nomen immer steht. Zum Beispiel die Farben, das Blau, das Rot, das Grün, das Schwarz, das Weiß. Ein weiteres Beispiel dafür, dass der Artikel das vor dem Nomen, also vor dem Hauptwort steht, wären zum Beispiel Materialien. Die Materialien, das Glas, das Holz, das Eisen. Bei vielen Materialien funktioniert es auch, dass man den Artikel das vor dem Nomen oder Hauptwort vermutet. Aber wie sieht es zum Beispiel mit dem Material aus? Der Stoff. Ihr seht also, die deutsche Sprache ist so komplex, dass man tatsächlich jedes Hauptwort, am besten von Anfang an, mit dem dazugehörigen Artikel lernt. Nun möchte ich aber auch die Nominalisierungen von Verben und Adjektiven in diesem Video ansprechen, da sie ebenfalls in das Thema der Artikel gehören. Bei der Nominalisierung eines Adjektives oder Verbes handelt es sich um eine Umwandlung, zum Beispiel in ein Nomen. Das Verb fahren wäre also nach der Nominalisierung, nach der Umwandlung, das Nomen mit dem dazugehörigen Artikel, das Fahren. Ebenfalls wäre es, wenn wir aus unserem Verb fahren eine Person daraus machen würden. Der Fahrer oder die Fahrerin. Doch wie ich eingangs schon erwähnte, möchte ich dieses Thema der Nominalisierung und Umwandlung nur kurz hier anreißen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich euch mit einem extra Video über die Nominalisierungen, also Umwandlungen von Adjektiven und Verben, helfen kann. In unserem Beispiel möchte ich gerne das Nomen essen mit dem dazugehörigen unbestimmten Artikel negieren. Ein Essen wird nach der Negation zu kein Essen. Es wird also bei der Negation, Umwandlung, ein vorhandenes Essen in ein nicht vorhandenes Essen umgewandelt. Und hier möchte ich euch herzlich bitten, wenn ihr weitere Videos
zum Beispiel mit dem Thema der Negation, gebrauchen könnt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Mit diesem Video möchte ich euch 2 wertvolle Tipps mitgeben für das einfache und erfolgreiche Erlernen der deutschen Sprache. Lernt täglich. Die Wiederholung ist der Schlüssel zum Erfolg. Lernt jedes Nomen mit dem dazugehörigen Artikel von Anfang an. Nun möchte ich es nicht versäumen, meine neuen Abonnenten ebenfalls herzlich willkommen zu heißen. Durch den sensationellen Support von YouTube ist es hier möglich, in 40 Sprachen Untertitel für meine Videos anzubieten. Wenn ihr eine Sprache sprechen solltet, die nicht in den Untertiteln zur Verfügung steht, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, meine Sprache fehlt und welche Sprache fehlt.